Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich bin mit meinem Camper und meinen 2 Hunden unterwegs. Aktuell auf Kreta im Nordwesten an diesem wunderschönen Platz hier, Balos Beach. Ich zeige mal hier die Umgebung kurz, bevor ich anfange mit dem Thema, was ich mir heute überlegt habe. Und zwar möchte ich darauf anknüpfen, auf das Video vom letzten Mal. Da habe ich über die Wirkung von Namen gesprochen. Und diesmal möchte ich die Wirkung vom Geburtsdatum was sagen. Und auch mehr, sage ich mal, über Numerologie. Ja, und ein paar Beispiele nennen, wie ich zum Verständnis für andere über die Numerologie gekommen bin und wie also Verständnis und wie ich ins Vertrauen, dadurch auch mehr ins Vertrauen gekommen bin, weil ich genau erkannt habe, dass alles genau richtig ist, wie es ist. Ja, hier nochmal von der Seite. Wir gehen gerade den Weg hier langsam runter und dann erzähle ich euch schon mal was. Also ich versuche ja, anhand einiger Beispiele aus meinem eigenen Leben oder von meiner Lebenszahl, die sich aus dem Geburtsdatum berechnet, aber auch vom Horoskop kann ich ein paar Sachen ankratzen und Human Design. Das hat alles was mit dem Geburtsdatum zu tun und Geburtsort auch. Und ja, das prägt uns einfach wie so ein Stempel auf der Stirn. Werden wir hier auf diese Welt geboren mit einem Namen, der uns aufgedrückt wird quasi, wie ein Stempel. Und das sind wir dann. Das sind Schwingungen oder Energien, was auch immer, auch vom Kosmos. Wir sind so gesehen eigentlich, kann man schon fast sagen, moderne Bioroboter, Avatare. Und deshalb ist ja alles in Zahlen, Zahlen, Fraktale und so weiter aufgebaut. Und wir sind sozusagen programmiert. Da will ich aber jetzt nicht so tief reingehen, weil das könnte ich mal in einem extra Video zusammenfassen. Ja, also Horoskop kennt ja jeder, würde ich sagen. Und jetzt nicht dieses Klatschblatt-Horoskop, sondern wirkliches Horoskop, das genau für dich maßgeschneidert berechnet ist. Das ist so genau schon. Also bei diesen 12 Sternkreiszeichen kann man natürlich, das ist nicht so super genau, wenn man jetzt sagt, ja, ein Löwe, der steht immer im Mittelpunkt oder die Waage steht für Gerechtigkeit. Natürlich, passt schon ziemlich genau, aber es ist noch, ja, es spielen noch so viele andere Faktoren eine Rolle. Deshalb, ich kenne wieder, die sind total gegensätzlich. Eine, die ist total hysterisch und die andere ist total harmoniebedürftig. Also, aber bei der Numerologie, da muss ich sagen, äh, das passt vor allem bei Menschen, die schon an ihre Schatten gearbeitet haben, also schon frei vom Schatten sind und immer näher an ihr wahres Selbst gekommen sind oder sind schon. Da passt das auf jeden Fall. Hey Leute, nicht so weit. Ach, meine Hunde, die denken, die können dann frei rumlaufen, wenn ich auf einmal nicht mehr, wenn ich auf einmal hier rede. Die freuen sich hier unten zu sein am Wasser. Ist auch paradiesisch.
Ja, jedenfalls, man berechnet seine Lebenszahl, indem man, ach, da kann ich ja nicht zurückrufen, die spielen jetzt. Brav. Die Hunde haben ja auf jeden Fall hier mega Spaß, auf dieser Fläche zu laufen. Wie berechne ich meine Lebenszahl? Das ist ganz einfach. Nimm dein Geburtsdatum, also alle Ziffern einzeln und auch die komplette Jahreszahl mit 1900 oder wenn du in 2000 schon geboren bist, dann auch die 2000 und dann addierst du jedes Datum einzeln. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal irgendein Beispiel, was nehmen wir? 11.02.1970. Das ist dann Gotti. Mein Gott, ey. Immer wieder haut er auf den Kleinen drauf. Also, 11.02. ist 1 plus 1 plus 0 plus 2 plus 1 plus 9, was habe ich gesagt? 70 plus 7 plus 0. Und das sind dann 1 plus 1 sind 2. Nochmal die 2 von 2. Februar. Das ist dann die 4. Dann die 1 plus 9 sind 10, 14 und dann die 7 sind 21. Und die 21 nimmst du dann nochmal in der Quersumme, dann hast du die 3. Und das hat eine Bedeutung. Bei mir ist es die 11 und die Quersumme davon ist die 2. Hatte ich schon mal erwähnt in einem der letzten Videos, als ich über die Berufung gesprochen habe. Weil darin habe ich auch einen Teil meiner Berufung erkannt. Weil die 11 ist, also man zählt die 11 auch, 11, 22 und 33 sind Meisterzahlen. Die werden auch eigentlich gezählt, also die werden sogar eher gezählt, wenn du aus deinen Schatten bist. Wenn du noch in deinem Schatten bist und die Schattenthemen hast, dann, also noch nicht ganz in deiner Stärke, dann bist du dann die 2. Also wäre ich die 2. Also natürlich die 2 spielt auch immer noch eine Rolle. Ne? Aber noch eher merke ich, seitdem ich jetzt so in meine Kraft gekommen bin, seitdem ich hier auf dieser Reise bin, komme ich immer näher in die 11. Und da passt die 11 jetzt schon ganz gut, weil das ist ein, ganz kurz gesagt, ein spiritueller Lehrer. Ich möchte mich jetzt nicht als Lehrer bezeichnen, aber so wird es halt in der Numerologie bezeichnet. Und die 2 ist jemand, der partnerschaftlich ist, diplomatisch und für die Gemeinschaft. Da würde er ja schon sehr gut zu mir passen. Ne? Dann ja, eine 1 zum Beispiel, wenn du eine 1 hast jetzt als Lebenszahl, dann bist du so ein Anführertyp. Das steckt auch ein bisschen natürlich in der 11 mit drin, 1-1. Aber ich kann mich auch unterordnen einem Anführer, weil ich halt diplomatisch bin. Ich habe ja die 2, die wirkt halt stärker als die 1 bei mir jetzt. So, ja, wir gehen hier einfach mal weiter. Also, wenn du eine 2 hast, dann bist du gemeinschaftlich. 3 ist auch, ja, bist du so ein Typ, der ja auch für die Gemeinschaft, kann man sagen. Also das ist eigentlich jemand, der sehr kommunikativ ist. 4, für den spielt die Arbeit eine ganz große Rolle. Da kann er sich sehr selbst verwirklichen und da geht er drin auf. Die 5 steht für Veränderung. Das ist jemand, der gerne reist,
und nie lange an einem Ort bleibt, öfters umzieht in seinem Leben, öfters die Frauen oder Männer wechselt, Partner wechselt im Leben, also regelmäßig und keine richtig lange feste Beziehung haben kann. Jemand, dem es schnell langweilig ist, glaube ich, mit einer Sache. Und ja, eine 6 ist ein harmoniebedürftiger Mensch, ein friedvoller Mensch. 7, also das sind nur ganz kurze Stichworte, ne? Da kann man noch viel mehr zu sagen. Also ich kann das jetzt nicht alles aufzählen. Darum geht es jetzt auch nicht. Ich mache nur ein Beispiel. Und wenn ihr eure Lebenszahl berechnet habt, also dann könnt ihr dann sehen, oh, das stimmt, ich bin ja tatsächlich so friedvoller Mensch. Oder, ne? Und dann kannst du selber dich darum kümmern und da gibt es genug Videos oder Material im Internet, wo du dich informieren kannst oder Bücher kaufen oder sonst was. Ja, eine 7 ist auch ist auch schon, es ist, wie kann man sagen, spiritueller Philosoph, glaube ich. 8 ist jemand, der unternehmerisch denkt, für den spielt Finanzen und Macht eine große Rolle. Ein Perfektionist. 9 ist jemand, der hat eigentlich alle schon hinter sich, alle durch. Den kannst du gar nicht in eine richtige Schublade stoßen. Meistens sind das alte Seelen, die haben schon viel Erfahrung hinter sich und in früheren Leben. Und ja, das ist so jetzt der Abschluss. Ja, wie hat mir das geholfen, Verständnis zu kriegen? Ja, indem ich das zum Beispiel für mich oder für meine Partnerin berechnet habe, hatte ich einfach Verständnis dafür. Da wusste ich, ach so, ja, ich kann doch gar nichts dafür. Ich bin so, wie ich geprägt bin von meinem Geburtsdatum schon. Ja, manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen besserwisserisch oder habe eine dominante Energie, aber das ist halt derjenige, die 11. Oder ja, oder die 1, das ist ein Typ, der muss das Sagen haben. Ja? Und dann ist das auch gut so. Wenn du 2 Einsen hast, dann hast du meist ein Problem. Also wenn du in einer Partnerschaft 2 Einsen hast, jeder eine 1 ist, da will jeder anführen. Das geht meist nicht gut. So, und so kriegt man dann auch Verständnis dafür, wenn es dann nicht klappt mit dem Partner. Oder zu verstehen, dass nicht jeder gleich ist. Also so nicht gleich ticken kann. Was für den einen richtig ist, ist nicht für den anderen richtig. Und deshalb kann ich hier auch nur inspirieren. Und zum Beispiel jetzt hier meine Reisen machen und so, das ist ja auch nicht für jedermanns Sache. Oder manche brauchen einfach die Sicherheit. Gut, das ist das eine. Ja, und ich habe möchte euch auch noch ein Beispiel geben. Vom Timing her kann man die Numerologie auch verwenden. Dann kannst du deine persönliche Jahreszahl berechnen und dann, schau mal hier an. Ich muss ja mal kurz unterbrechen. Alles Muscheln, kleine Muscheln. Ne? Ja, also wenn du in diesem Jahr schon Geburtstag hattest, dann nimmst du auch dieses Jahr. Wenn du noch nicht Geburtstag hattest, dann musst du das letzte Jahr nehmen. Also nochmal zu dem Beispiel, was ich vorhin genommen habe, 11.02. Und dann nimmst du dann aber 20, du hattest ja schon Geburtstag, also musst du 2023 nehmen. Und das ist dann 7, 2 plus 2 plus 2 plus 3 sind 7. Ach Quatsch, 20, 2
Also 2 plus 2 plus 3, so 4 plus 3 sind 7. Das ist das Jahr. Und dann noch vom 11.2. 1 plus 1 plus 2, also 4 plus 7 sind 11. Und das ist dann die 2. Also da gibt es keinen Meister. Dann hast du jetzt quasi, also dann warst du letztes Jahr in der 1, Neubeginn. 1 steht für Neubeginn und neue Projekte. Und 2 steht dann für Partnerschaft und so weiter oder Gemeinschaft. Und ein Beispiel jetzt für mich jetzt. Also ich gehe jetzt nicht die ganzen Zahlen durch. Das kann man im Internet nachschauen. Ich war letztes Jahr in der 9. Das heißt, ich habe einen 9-Jahres-Zyklus abgeschlossen und beendet. Und habe alles losgelassen und hinter mir gelassen. Und dieses Jahr bin ich im Neubeginn, also seit meinem Geburtstag letztes Jahr. Und das passt ziemlich genau mit dem Beginn auch von meinen Reisen, beziehungsweise auch mit dem YouTube-Kanal. Also neue Projekte. 1 steht für neue Projekte, Neubeginn, neues Leben. Und wer mich schon etwas länger verfolgt, der kann das genau sehen und nachvollziehen, dass das bei mir perfekt stimmt. Ja, und deshalb gibt mir das so ein Vertrauen, wenn mir die Numerologie das bestätigt, wo ich mich gerade befinde in meinem Leben. Und ich kann dann ich kann in die Vergangenheit schauen und ich kann auch in die Zukunft schauen. Nächstes Jahr habe ich mehr, also dieses Jahr bin ich eher für mich alleine. Hier mache ich mein Ding in der 1. Nächstes Jahr bin ich in der 2. Da mache ich, ja, dann werde ich irgendwas machen mit einem Partner. Entweder eine Beziehung oder irgendwie so mit einem Projekt, Partnerschaft. Oder ich gehe in eine Gemeinschaft oder was auch immer. Und das kann ich jetzt schon quasi vorahnen und halt meine Augen dafür offen. Ja, und so kommt man ins Vertrauen auch ein Stückchen. Das ist wieder ein Puzzleteil. Und genau so habe ich mir mein Horoskop genau angeschaut. Und da kann man sich auch sein Timing ansehen. Ich benutze dafür auch eine App, The Pattern. Auf Englisch ist das wohl. Und The Pattern steht für das Muster, die Glaubensmuster. Und das ist auch wieder sowas von passend. Also ich hatte letztes Jahr im Sommer, quasi fing dann an die Phase Extending Homes. Also ich sage jetzt nur den Titel. Ich habe mein Wohnumfeld verändert. Das sagt das dann. Ich habe es auch gemacht. Dann hatte ich meine Phase Softening Up das ganze Jahr. Also ich bin weicher geworden, habe meine Aggressionsthemen nach und nach schon ein bisschen bearbeitet oder losgelassen. Bin immer noch dabei. Growing in Pains hatte ich vor 2-3 Jahren. Da hatte ich ein ganzes Jahr nur Probleme, also Herausforderungen. Ich nenne das nicht mehr Probleme, weil das sind Herausforderungen, an denen ich gewachsen bin. Growing in Pains, gewachsen in Schmerzen. Also da hatte ich echt Probleme mit der Familie, Probleme mit der Freundin, Probleme mit der Arbeit, mit allem, mit dem Vermieter, was auch immer. Mit Leuten oder mit Gesundheit oder was auch immer. Und so analysiere ich mich mit Hilfe von Horoskop und von Numerologie. Dann habe ich angefangen, Human Design mir anzuschauen. Da gibt es auch dein Geburtsdatum ein. Da gibt es auch eine schöne App für. Kann man aber auch auf Webseiten nachschauen. Und das analysiert sich dann. Und da habe ich auch an mir erkannt, ich bin ein Reisender auf jeden Fall. Und auch, also das bestätigt das. Und ich bin ein forschender Ketzer und manifestierender Generator.
Boah, das geht aber jetzt echt zu weit, wenn ich das noch alles erkläre. Ähm, ja, forschender Ketzer ist zum Beispiel jemand, der sehr neugierig ist, deshalb forscht. Ja, das bin ich. Und Ketzer sind ja Menschen, na, wie kann man das sagen, Ketzer? Ja, die ein bisschen rebellisch drauf sind und ja, das bin ich jetzt, seitdem ich mehr in meine Kraft gekommen bin. Also das ist so interessant zu sehen, wirklich. Und ich habe dann auch meine Partnerin oder Ex-Partnerin auch analysiert oder geschaut. Und da habe ich auch erkannt, oh, die kann ja gar nichts dafür, dass die so ist, wie sie ist. Ja? Da sind auch ein paar Sachen, die mir dann nicht so passen. Aber das ist sie einfach. Oder genauso umgekehrt. Ja? Jemand, der viel redet oder extrovertiert ist, ja, oder sonst was. Ich bin auch im Horoskop Löwe. Ich bin derjenige. Mich hat eine Frau mal analysiert in der Numerologie, die hat mir gesagt, mir gehört die Bühne sogar. Sogar in der Numerologie. Ja, also das ist einfach so spannend, wenn man sich damit noch nie befasst hat. So interessant. Ich muss dann langsam wieder zurück. Die Sonne ist leider schon sehr ähm, schräg. Und ich habe noch 2 Stunden Rückmarsch im Schatten. Und ich muss einen Teil auch joggen. Ich bin heute ein bisschen spät losgekommen. Aber ich erzähle gleich noch was zu. Was wollte ich denn noch erzählen? Sage ich gleich. So, wir begeben uns jetzt auf den Rückweg und ich komme jetzt zum Abschluss langsam. Also für jemanden, der nicht weiter weiß in seinem Leben, ja, wo Chaos herrscht, und er braucht irgendwie einen Anhaltspunkt, den würde ich auf jeden Fall raten, mal in sein Horoskop zu schauen. Wie gesagt, ich hatte mal eine Phase Growing in Pains. Oder aktuell befinde ich mich auch in einer Phase Let go of Chaos. Lass das Chaos los, hinter dir. Lass das alles hinter dir. Ich bin noch in dieser Phase bis Ende März. Die begann so im September letztes Jahr. Und ich habe ja im letzten Video schon erzählt, dass ich in der Zeit, das passt auch zusammen mit meinem Namen, den ich dann angenommen habe, voll und ganz, Adel, der Gerechte. Die Bedeutung steht halt für Gerechtigkeit, Adel. Da habe ich halt jetzt Chaos in meinem Leben gehabt, wo ich für mich einstehen musste. Und das ist schon also wirklich so hoch, dass ich dann auch das erste Mal in meinem Leben einen Anwalt konsultieren musste. Aber nicht nur einmal, sondern in 3 verschiedenen Themen. Und das ist dann der Chaos, weißt du? 3 Mal in verschiedenen Fällen musste ich einen Anwalt konsultieren bzw. befragen oder auch ansetzen. 2 Mal. Ja, das ist Let go of my chaos. Und ich merke aber, das löst sich jetzt langsam. Ich bin schon fast am Ende. Noch 1,5 Monate, dann habe ich die Phase durch. Und das gibt mir voll die Hoffnung, dass es dann erledigt ist, langsam. Und deshalb finde ich das so geil, mit sich zu analysieren im Horoskop. Und was auch noch cool ist, Numerologie. Und ich habe auch das Tarot befragt. Ende letztes Jahr habe ich eine Karte für 2023 gezogen. Und das war wirklich eine richtig positive Karte. Also, ich weiß nicht mehr genau, welche Karte das war. Aber die Message dahinter, die war so positiv, dass 2023 eine einzige Party für mich sein wird. Es wird ein richtig schönes Jahr für mich. Okay. Und ja, was fiel mir noch ein?
Ich hatte auch vor 1,5 Jahren eine Phase Radical Change, radikale Veränderung. Und da bin ich wirklich, als die Phase begann, habe ich zufälligerweise Ahnenheilung gemacht mit einer schamanischen Heilerin. Das ist meine Ex-Frau. Und zwar bin ich dadurch so in die Kraft gekommen und habe dann das erste Mal auch so vom Arbeitgeber auch zu mir gestanden und habe Sachen nicht gemacht, die ich machen sollte und so weiter und so fort. Und aber ich hatte so eine Macht oder so eine Kraft, dass mich das so unterstützt hat, dass ich Nein sagen konnte. Sonst wahrscheinlich ohne diese Ahnenheilung hätte ich das vielleicht gar nicht gekonnt. Ja, was noch? Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Thema jetzt sagen möchte. Ich bin kein Experte, sage ich mal. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und was ich mir so angeeignet habe. Ich habe das jetzt nicht als Job, ne, hier Leute zu beraten, und habe ich auch nicht vor. Ich war auch in meiner Arbeit immer jemand, der Generalist war. Das heißt, ich konnte über Sachen reden, aber recht allgemein. Oder ich konnte mir Sachen aneignen und dann darüber reden. Und wenn ich dann Experten brauchte, dann habe ich die dazu zugezogen. Und so habe ich das jetzt auch vor, Menschen zu verbinden miteinander, so wie ich das auch auf der Arbeit gemacht habe zum Beispiel, die Experten zusammengebracht. Oder ich habe koordiniert, und sowas mache ich jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft mit dem Kanal. Ich habe auch einen Telegram-Kanal dafür extra eröffnet, damit die Menschen auch miteinander mehr in Kontakt kommen und sich auch austauschen können und sich gegenseitig helfen können. Das ist meine Vision und die wird auch umgesetzt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich wieder über viele Likes und Kommentare wie immer. Damit unterstützt ihr mich. Meine Videos werden dann besser gefunden und und somit helft ihr auch anderen. Danke für die Wertschätzung und bis bald. Euer Adel, der Reisende. Ciao. So ist brav. Gut. Letzten Blick.